Herrlich, diese Ruhe. Wundervoll. Moin zusammen. Wir sind gestern von Döder-Fallet noch in einem Rutsch rauf nach Lappland gefahren, wo wir uns jetzt für 2 Nächte in einer Stüga eingemietet haben. Es wurde was spät, deswegen kam gestern Abend auch nichts mehr an Aufnahmen. Wir haben erstmal die Füße hochgelegt und wollen heute noch ein wenig den Tag genießen. Glücklicherweise ist es sehr schön bisher. Ja. Ey, beschrei es nicht, ja? Es soll trocken bleiben. Ja, die Auszeit haben wir uns auch verdient, denn der gestrige Tag war ein wenig aufregend. Ja, ein wenig Abenteuer haben wir erzeugt. Ja, Kathi ist das erste Mal Offroad gefahren. Wir sind über Schotterpisten durch Mittelschweden gefahren. Sie hat sich auch wunderbar geschlagen. Ja. Hat auch tierisch Spaß gemacht, bis es plötzlich keinen Spaß mehr gemacht hat, denn Kathi hat sich leider lang gemacht. Ja, das endete dann damit, dass ich und die Yamaha lagen. Wobei ich glücklicherweise nichts davon trug und direkt wieder aufstehen konnte. Die Yamaha allerdings komplett kopfüber in so einem Graben rein. Ja, ich habe im Rückspiegel nur gesehen, da poltert irgendwas. Bom, 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 auf einmal Kathi rutscht zur Seite, ab in den Graben. Dachte nur, oh mein Gott, Kathi Krankenhaus, Yamaha Schrott, Urlaub Ende. Aber dafür, dass es wirklich schlimm aussah, die Yamaha wirklich kopfüber im Graben, hatte Öl verloren und alles mögliche, Spiegel ab, Blinker ab, rausgehoben. Es kam eine Dame, die in dem Ort wohnte, vorbei, hat uns angeboten, dass wir den Hobel auf ihren Hof schieben und da sauber machen und ein bisschen zur Ruhe kommen, was wir dann auch getan haben. Ein wirklich sehr glücklicher Zufall wieder. Ja, wirklich eine wunderbar hilfsbereite Dame. Ja. Die hat uns mehr Werkzeug angereicht, als wir jemals brauchten. Und ja, ob man es glaubt oder nicht, wir haben sie wieder flott bekommen. So zumindest, dass sie wieder ordentlich fährt. Wir gehen gleich mal mit euch rum. Ich blende auch parallel, wie ihr gesehen habt, schon mal ein paar Bilder für das Flottmachens von gestern ein. Wir machen heute noch den kleinen Rest, aber so wie es aussieht, können wir die Tour tatsächlich fortsetzen. Aber das hängt natürlich davon ab, wie Kathi damit zurechtkommt. So, Ist-Zustand. Fußraste vorne war gebrochen, wie ihr in der Aufnahme sehen könnt. Wir haben jetzt die hintere nach vorne montiert. Vorne die Verkleidung, so gut es geht, wieder dran geschraubt und den Rest mit Panzerband geflickt. Da haben wir nachher noch wesentlich mehr zur Verfügung. Spiegel ist noch ab. Da wollen wir jetzt gucken, ob wir den rechten Spiegel links montieren können. Und ansonsten hat die Verkleidung natürlich jetzt hart gelitten. Da tun wir noch unser Bestes. Und dann wird Kathi auch noch die letzten 10.000 Kilometer dieser Tour damit wunderbar zurücklegen können. Ja, mein Display hier. Da können wir auch gucken, ob wir das nochmal gerade gebogen kriegen, damit das, den Anschluss gerade gebogen kriegen, dass das hier auch wieder läuft. Stimmt, genau, der Drehzahlmesser hat vorne keinen Kontakt mehr zum Vorderrad. Ja, ansonsten, dafür, dass sie kopfüber lag und wirklich den Anschein machte, als würde nie wieder irgendwas funktionieren. Top Motorrad, hat sich gelohnt. Dann mal an die Arbeit. Bevor wir aber irgendetwas reparieren können, müssen wir erstmal die komplette vordere Verkleidung entfernen. Die hat auch am stärksten gelitten, technisch ist die Maschine überraschend gut in Schuss. Das Cockpit ist zum Beispiel aus seiner Halterung gebrochen und wird mit Panzerband repariert. Die Drehzahlmesserwelle hatte Kathi erst in Stockholm wieder dran geschraubt und wieder ist sie ab. Diesmal ist ärgerlicherweise auch noch die Verschraubung verbogen, ich gebe mein Bestes, um sie mit der Zange wieder in Form zu bringen. Ein kleiner Schuss Öl kommt rein, den wir freundlicherweise unterwegs von einem Werkstattmeister geschenkt bekommen haben. Nachdem der Blinker wieder richtig sitzt, kommt auch die Verkleidung wieder dran. Kurze Probefahrt, ob alles läuft und dann ran an den Feinschliff. Panzerband wird während unserer Reise ab hier eine tragende Rolle spielen, alles was noch klappert oder wackelt, wird damit fixiert. Und das Motorrad bekommt dadurch teilweise sogar eine stylische Carbon-Optik. Wir wollen euch diesen Tiefpunkt unserer Reise übrigens ganz bewusst nicht vorenthalten, auch wenn wir wissen, dass wir von einigen von euch dafür mit Hohn und Spott überzogen werden. Wir zeigen euch hier nicht nur schöne Landschaft und rosa Wolken, sondern berichten ehrlich auch über die Schattenseiten einer solchen Reise. Ihr wollt durch Schweden fahren und Abenteuer erleben? Geile Idee! Aber stellt euch auch auf Schwierigkeiten ein und bereitet euch im Vorfeld schon auf Probleme vor. Unserer Vorbereitung und auch einer Prise Glück ist es am Ende zu verdanken, dass wir die Reise trotz der Schäden an Kathis Maschine fortsetzen konnten.
Wir sind zuversichtlich, dass Katis Maschine auch noch den Rest der Tour durchhalten wird. Während Kati sich ausruht, sattle ich die Pferde und mache etwas die Schotterpisten durch die Wälder der Umgebung unsicher. Wir sind hier am Rande des schwedischen Teil Lapplands, sprichwörtlich mitten im Nichts, bis zum Polarkreis ist es nur noch ein Katzensprung. Entsprechend ist es für mich Balsam für die Seele, statt im verkehrsreichen Deutschland einfach nur durch menschenleere schwedische Landschaften rollen zu lassen und irgendwo an einem See die Nase in die Sonne zu halten. Einfach herrlich. Da im Wasser. Wo bist du denn? Autoreifen oder was? Ja, da am Strand ist zumindest schon einer. Aua! Die MS Mausi sticht in See, natürlich mit Kati als Kapitän und mir armem Wicht als Ruderer. Das Boot ist ein freundlicher Service unserer Gastgeber, der auch dankend angenommen wird. Ich habe in Schweden das Angeln schätzen gelernt, einen deutschen Angelschein habe ich aber nicht. Den braucht man in Schweden nämlich nicht. Daher habe ich natürlich auch meine kleine Reiseangel mit im Gepäck. Ich weiß selbst nicht warum, aber ich finde Angeln unglaublich entspannend. Ich muss nicht mal etwas fangen, allein schon das Auswerfen und Einholen beruhigt ungemein. Entsprechend bin ich auch nicht traurig, dass die Fische heute anscheinend woanders unterwegs sind. An anderen Orten in Schweden habe ich dafür schon mehrere Barsche gefangen, Hechte kommen hier auch oft vor. Seid aber vorsichtig mit dem Angeln in Schweden, das Jedermannsrecht beinhaltet nicht automatisch das Recht zu angeln. An vielen Gewässern benötigt ihr dafür eine Angelkarte, eine sogenannte Fiskekort. Das Recht an diesem See hier zu angeln gehört glücklicherweise auch zur Styga mit dazu. Von dem Geld, das die Leute mit den Angelkarten einnehmen, setzen sie übrigens neue Fische in den Gewässern aus, damit auch immer etwas zu angeln da ist. Dafür zahle ich auch gerne. Dumm nur, wenn man die Hälfte der Zeit dann mit dem Enthädern der Angelschnur verbringt. Zum Abendessen machen wir es uns nahe der Hütte an der eigenen Feuerstelle gemütlich. Um in Schweden ganz einfach überall ein Lagerfeuer bauen zu können, empfehle ich euch, in Schweden in den nächsten ICA zu gehen und euch Brastendere zu holen. Das sind Grillanzünder mit Streichholzkopf, in Deutschland habe ich sowas noch nirgends finden können, super praktisch. Auch Lagerfeuer sind in Schweden über das Jedermannsrecht abgedeckt, aber auch hier gibt es natürlich Dinge zu beachten.
Nutzt am besten eine Grillhütte, denn von denen gibt es in Schwedens Wäldern wirklich jede Menge. Oft steht dort sogar eine extra Kiste Brennholz für euch bereit. Achtet ansonsten auf einen passenden Ort, an dem nicht mit der Ausbreitung des Feuers zu rechnen ist. Außerdem dürft ihr nur liegendes Holz verwenden. Es ist verboten, dafür Bäume zu fällen oder Rinder abzuschaben. Und vor allem, hier spricht jetzt der Feuerwehrmann aus Erfahrung, löscht euer Feuer hinterher auch richtig. Schweden hat mehr und mehr mit Waldbränden zu kämpfen. Es kann sogar sein, dass Lagerfeuer wegen Waldbrandgefahr in einer gesamten Region verboten sind. Ansonsten möchten wir euch an dieser Stelle Lapplands Luftwaffe vorstellen, die Mücken. Und wo eine ist, da sind in Schweden gleich Dutzende Schwärme. Dagegen tun könnt ihr so gut wie nichts. Es gibt zwar überall Mückenschutzmittel wie Mügger zu kaufen, doch bei mir hat das noch nie geholfen. Der Rauch des Feuers ist denen auch vollkommen egal, man muss es also entweder erdulden oder nach drinnen flüchten. Wir nehmen es mit Humor und wehren uns mit einer für Schweden im Sommer typischen Handbewegung. In Schweden sind die Menschen sehr stolz auf ihr Fleisch, das in der Regel etwas teurer ist, aber wie ich finde besser schmeckt als in Deutschland. Achtet beim Kauf auf das Siegel Kött från Sverige. Dieses Video wird übrigens nicht gesponsert, mir zahlt niemand etwas dafür, dass ihr mir hier beim Braten meiner Wurst zuseht. Zum Essen empfehle ich euch ein sogenanntes Lättöl, ein Leichtbier, das es in Schweden in jedem Supermarkt zu kaufen gibt. Mit nur 2,25% bis maximal 3,5% Alkohol schmeckt es trotzdem frisch nach Bier, man hat am Ende aber keinen dicken Kopf und kann am nächsten Tag problemlos fahren. Aber zum Thema Alkohol in Schweden kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zurück. In 14 Tagen pausiert die Reise erstmal, dafür komme ich aber einem eurer Wünsche nach. Viele hatten sich ja gewünscht, dass ich mal etwas zur Entstehung der Videos, der Planung einer Reise oder zur Beladung meines Motorrads mache. Und wir starten im nächsten Video damit, wie aus dem Videomaterial ein fertiger Film wird. Das Ergebnis zeige ich euch dann entsprechend 14 Tage später. Dann setzen wir unsere Reise fort und erkunden zusammen Schwedens berühmte Wildnisstraße, den Vildmarksvägen. Es wird ein Film voller Wasserfälle, grandioser Aussichten und rauer Landschaften. Gleichzeitig ist es der nördlichste Punkt unserer Tour. Falls ihr die berühmten Knöpfe unten am Bildrand noch nicht gedrückt habt, dann solltet ihr das schleunigst nachholen, um die nächsten Episoden auch ja nicht zu verpassen. Und lasst Kathi in den Kommentaren etwas Liebe da, die hat sie sich verdient. Getreu dem Motto, hinfallen, aufstehen, Krone richten und weiterfahren. Wir danken euch fürs Mitfahren und bis zum nächsten Mal.